Das brandneue Cube Controls Mercedes AMG Lenkrad betritt den Markt. Mit dem von mir bereits auf der letztjährigen Simracing Expo vorgestellten Lenkrad bringt Cube Controls in Zusammenarbeit mit Mercedes AMG ein Lenkrad an den Start. In diesem Video sprechen wir über alle Details bis hin zur Rennstrecken-Performance. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn, wie gewohnt, der Disclaimer. Cube Controls hat dieses Lenkrad als Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich dieses längerfristig für euch in meinem Kanal testen und reviewen kann. Du kannst dieses Lenkrad in den nächsten Monaten in meinem Simracing Testcenter hier in Salzburg selbst unter die Lupe nehmen. Buchen und besuchen heißt die Devise, klickt bei Interesse auf den Link zu meiner Homepage. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters. Doch nun kann es losgehen. Kapitel Nummer 1, Preis und Bezug. Das Cube Controls Mercedes AMG Wheel, so heißt dieses Ding, startet mit 705 € exklusive Steuer innerhalb der EU und kann direkt über Cube Controls bezogen werden. Die Steuer variiert dann je nach dem in eurem Land gültigen Steuersatz. Der Hub, das ist dieser rote Adapter, der kann optional erworben werden. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 2, der Lieferumfang. Im Lieferumfang erhaltet ihr das Cube Controls Mercedes AMG Wheel und ein USB-Kabel, falls ihr nicht auf die Verbindung via Bluetooth-Support setzen wollt. Dazu gibt es das übliche Montagematerial, Werkzeug und ein umfangreiches Stickerset. Die Ware kommt wie gewohnt sehr gut verpackt und gepolstert in einer ordentlichen Retail-Verpackung samt Überkarton zu euch ins Haus geliefert. Kapitel Nummer 3, das ist die Kompatibilität. Das Lenkrad wird über den 50,8 bzw. 70 mm Lochkreis mit jeder beliebigen Wheel-Aufnahme verbunden. Bei Fanatec gelingt dies beispielsweise über den Podium Hub. Bei Logitech oder Fastmaster gibt es Adapterlösungen, beispielsweise aus dem 3D-Drucker. Andere Hersteller bieten ebenso passende Adapter, da das 50 bzw. 70 mm Lochbild genormt ist. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Wheel mit einem Quick-Release-System auszustatten, wie ich euch dies bereits in meinem Kanal mit dem RaceX-Adapter gezeigt habe. Die Plattformkompatibilität beschränkt sich auf den PC. Ein Konsolensupport ist mit diesem Lenkrad derzeit nicht gegeben. Das Lenkrad wird über den neu entwickelten magnetischen Anschluss über USB verbunden, der seit dem F-Pro Wheel damals eingeführt wurde und den ehemaligen Schraubanschluss ersetzt. Die zweite Möglichkeit ist, auf das USB-Kabel zu verzichten und das Lenkrad direkt via Bluetooth zum PC zu koppeln. Hierbei rate ich unbedingt zu externen Bluetooth-Adaptern, um eine stabile Bluetooth-Verbindung gewährleisten zu können. Ich persönlich verwende einen Bluetooth-Adapter um rund 20 € und hatte während meiner ganzen Testläufe keinerlei Verbindungsprobleme oder irgendwelche Lags zu berichten. Bedenkt, dass die am Mainboard verbauten Bluetooth-Empfänger für diesen Anwendungszweck nicht geeignet sind, da die Signalstärke zu wünschen übrig lässt. In Sachen Spielesupport ist das Cube Controls Mercedes AMG Wheel mit den gängigen Rennspielen kompatibel und die Tasten können wie gewohnt in den Spielen frei belegt werden. Kapitel Nummer 4, die Ausstattung und technische Details. Dieses Kapitel sehen wir uns wieder am besten live
und direkt an und ich zeige euch, was das Wheel zu bieten hat. Das Wheel bringt jetzt im Komplettpaket, sprich Lenkrad mit dem Hub und hier mit einem SeaMagic Quick Release Adapter gucken wir uns das an. 1750 Gramm auf die Waage. Hängt dann immer davon ab, eben welchen Quick Release Adapter ihr hier verbaut oder ob ihr jetzt dieses Lenkrad direkt mit dem Hub mit der Wheelbase verbindet. Die weiteren technischen Daten: Wir haben einen Lenkraddurchmesser von 32 cm. Hier im Butterfly, im Schmetterlingsdesign, GT-like eben. Ihr habt eine Höhe von 18 cm. Hier in der Mitte sind wir bei um die 10 cm. Und wenn ihr jetzt so einen SeaMagic Quick Release Adapter hier aufschraubt, habt ihr eine gesamte Bautiefe von um die 130, 135 mm und die Rotary Encoder, die tragen hier mit um die 2 cm auf. Ihr habt relativ große, relativ massive Grips, entsprechend dieses großen Lenkraddurchmessers auch. Da habt ihr so einen Durchmesser von um die 30 mm auf, das seht ihr hier ergonomisch ausgeformt, 40 mm und hier etwas zusammengehend. Von der Größe her habt ihr ausreichend Platz, um entsprechend eure Daumen hier zu verstauen. Hier unterseitig 3 Finger, 1, 2, 3 und eben entsprechend dann rückseitig zu den Shiftern. Die verbauten Carbon-Pedals, die haben eine Dicke von 4 mm am Start, sind hier ausreichend dick dimensioniert, hier verbiegt sich nichts. Das ist sehr massiv. In Sachen Buttons, da habt ihr einen Durchmesser von um die 12 mm, relativ große, gut erreichbare Buttons. In Sachen Erreichbarkeit, auch hier gleich, wenn ihr die Hände hier im Lenkrad lässt, habt ihr diese Buttons gut erreichbar. Dann kommen wir gleich zur Ausstattung. Ihr habt ein symmetrisches Lenkraddesign, oberseitig 2 Buttons, unterseitig 3 Buttons. Hier habt ihr die Thumb Encoder integriert, könnt ihr hier gut sehen. Und dann habt ihr einen 7-Wegeschalter, drehen links, rechts, up, down, links, rechts und drücken. Dann habt ihr diese Front-Encoder, die könnt ihr drehen, drücken ist hier nicht möglich. Und wie bereits erwähnt, eine symmetrische Bauweise, auf der anderen Seite dasselbe. Ihr seht hier noch eine eingelassene LED, das ist die Bluetooth Connection, im Moment mit Bluetooth direkt zum PC verbunden. Und auf der anderen Seite der entsprechende Ladestatus, wenn ihr dieses Ding am QCon-Kabel angeschlossen habt. Apropos QCon, drehen wir das Lenkrad hier gleich um. Ihr seht diesen damals, ich glaube mit dem F-Pro Wheel erstmals eingeführten QCon-Anschluss. Diese Schraubverschlüsse, die sind Geschichte bei Cube Controls und ihr habt hier diesen Magnetanschluss, den ich euch schon öfters vorgestellt habe. Direkt unten daneben habt ihr die Antenne für die Bluetooth-Verbindung, den On-Off-Button, rückseitig dann eben ein entsprechender Quick Release nach Wahl, der optionale Hub von Cube Controls hier verbaut. Dann kommen wir zur Shifter-Ausstattung. Ihr habt eine Shifter-Mechanik hier aus Vollmetall mit aufgeschraubten Carbon-Pedals, die ihr dann noch etwas näher zum Wheel, wenn ihr etwas größere Hände, längere Finger habt, positionieren könnt. Das heißt, ihr habt ein Lochbild 1, 2, 3, 4 Löcher, Doppelreihe und könnt dann dieses Pedal entsprechend zur Lenkradmitte sliden. Ihr könnt jetzt an meinen Händen sehen, an meinen Fingern, ich lande hier in so einem für mich komfortablen Bereich in dieser äußersten Stellung und das ist für mich out of box, so werden diese Pedals geliefert, okay. Ihr habt keine optionale Möglichkeit, hier analoge Pedals oder darüberliegende Pedals anzubringen. Und in Sachen Materialauswahl, das könnt ihr hier gut erkennen, ihr habt ein Vollmetallgehäuse mit dieser Frontplatte, ein entsprechendes Gehäuse ebenso aus Metall. Ihr habt die komplette Shifteraufnahme komplett aus Metall eloxiert, hier in Rot. Hier eingebracht die entsprechenden Magnete. Dann seht ihr innenseitig die Gegenpole dazu. Und wenn wir jetzt uns um die Shifter kümmern, dann gleich zur Lautstärke. Ihr habt ein sehr lautes Shiftergeräusch, das muss euch bewusst sein. Hier wird rennsportmäßig nichts runtergedämpft. Messen wir dies schnell raus. In unmittelbarer Entfernung kommen wir auf ein Shiftergeräusch von .
Das geht im Bereich 78 bis 80 Dezibel hoch. Das ist für ruhige Wohnumgebung nicht geeignet. Hier kann niemand neben dir in Ruhe Fernseh gucken, geschweige denn schlafen. Kommen wir zu weiteren Messwerten. Wie sieht es mit dem ganzen Auslösefeedback aus? Die ganzen Buttons und auch die Shifter-Mechanik. Ihr habt mittelmäßig lange Button-Range von, ich würde schätzen, 3 bis 4 mm und ein Auslösefeedback. Das ist schön knackig gelagert. Da seid ihr bei um die 1100 Gramm. Ja, bei einem guten Kilo Auslösefeedback dieser Buttons. Diese Drehschalter, diese 7-Wege-Switches, die fühlen sich sehr knackig an. Gleiches gilt auch für die entsprechenden Thumb-Encoder. Ihr seht, ihr habt ein sehr knackiges Einrast-Feedback. Das könnt ihr auch gut hören. Die zwei angebrachten Encoder auch ein gutes Einrast-Feedback. Und in Sachen Shifter-Mechanik, Auslösefeedback, hier kurz für euch rausgemessen, sind wir bei knackigen 1700 Gramm, geht in Richtung 2 Kilo Auslösefeedback, das heißt wirklich sehr knackig. Ihr habt einen eher längeren Schaltweg, ich schätze 6-7 mm auf jeden Fall, geht in Richtung eher 7 bis 8 mm Schaltweg hier über die Mechanik. Und ich denke, jetzt habe ich für euch alle wichtigsten Details direkt live am Wheel zusammengefasst. Nächstes Kapitel, die Software. In diesem Punkt verweise ich auf die letzten Cube Controls Reviews. Hier bin ich auf alle Details rund um die Cube Controls Software eingegangen. Ebenso haben wir über die Einbindung von SimHub gesprochen, mit der ihr die LEDs entsprechend ansteuern könnt. Der Link hängt oben rechts mit bei. Kapitel Nummer 6, der Akku. Das Lenkrad kann entweder über das Kabel oder kabellos via Bluetooth-Verbindung betrieben werden. Beim Kabelbetrieb wird das Lenkrad gleichzeitig aufgeladen und dies kann auch im Spiel bei aufrechter Bluetooth-Verbindung geschehen, ohne dass diese Bluetooth-Verbindung unterbrochen wird. Ohne Kabelverbindung hält der Akku des Lenkrads je nach Intensität der LED-Einstellung zwischen 10 und 60 Stunden. Weiter geht's mit einem subjektiven Kapitel Nummer 7, die Optik. Frontseitig springt die eingefasste Carbonplatte und die umfangreiche Ausstattung ins Auge. In der Mitte wurde das Mercedes-Logo und darunter das Cube Controls Branding eingelassen. Die rot eloxierte Shifter-Aufnahme, rote Thumb-Encoder und der in der gleichen Farbe eloxierte Hub bringen farbliche Akzente ans Wheel. Optik ist immer ein rein subjektiver Aspekt, drum lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie euch dieses Wheel gefällt. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 8, die Haptik. Die Griffflächen wurden mit glattem Kunststoff überzogen. Die Verbindungsstellen sind so gut wie nicht spürbar, auch wenn man ohne Handschuhe unterwegs ist. Bei der Betätigung der Schaltmechanik fällt der sehr exakte Druckpunkt, ein knackiges Shiftergefühl auf. Bei den Schaltpedals haben 3 Finger komfortabel Platz. In den Freistellungen der Pedals liegen die Finger gut auf. Die Griffflächen sind ergonomisch gut angepasst und das Lenkrad fühlt sich durch den Durchmesser von 32 cm sehr wuchtig, sehr groß, sehr massiv an. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 9, die Verarbeitung. Die Verarbeitung dieses Cube Controls Mercedes AMG Wheel ist sehr edel und in höchstem Standard ausgeführt. Im Rennbetrieb ist es spürbar, dass sich nichts verwindet und alles absolut geräuschfrei und ohne Knarzen bezüglich des Gehäuses der Verbindungen funktioniert. Das Metallgehäuse und die Pedals samt Aufnahme sind sehr edel verarbeitet. Gleiches gilt für den Hub und die Carbon-Komponenten. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 10, die Ergonomie. Ohne das Lenkrad loslassen zu müssen, können zahlreiche Eingaben getätigt werden. Diese sind durch die Thumb-Encoder, 7-Wege-Schalter und die oberen seitlichen Buttons ergonomisch vorbildlich umgesetzt. Die Schaltpedals sind sehr gut erreichbar und umfangreich einstellbar in Sachen zur Mitte oder raus zur Mitte, je nachdem, ob ihr längere oder kürzere Hände habt. Das Rim liegt durch den großen Durchmesser der Griffflächen gut in der Hand und die Aussparungen für Daumen oberhalb der Speiche und Finger unterhalb der Speiche sind großzügig dimensioniert und ebenso ergonomisch angenehm und langstreckentauglich ausgeführt. Weiter geht es mit unserem Hauptkapitel Nummer 11,
der Rennstreckentest. Da gehen wir wieder am besten live ans Rig und drehen ein paar Runden. Viel Spaß damit. Bevor es raus auf die Rennstrecke geht, kurz nochmal in die Software geblickt. Wie zuvor erwähnt, habe ich alle Einstellungen rund um die Software genauestens im CSX3 und im F-Core Review für euch aufbereitet. Aber trotzdem hier nochmal kurz reingeblickt. Ihr seht Cube Controls X Mercedes AMG GT Edition Sim Wheel. So heißt dieses Wheel in der Bezeichnung des Cube Controls Treibers, und dann seht ihr hier an den Inputs die diversen Buttons, die dann aufleuchten. Ihr seht bei den RGBs, die könnt ihr dann ändern, indem ihr so einen Button eben anklickt und dann die entsprechende Farbe wählt. Auch das ist selbsterklärend. Bei den Pedals rate ich immer, diese zu kalibrieren. Klickt den Calibrate-Button, dann Press and Hold Left Shifter and then Click Me. Dann ist dieser Shifter entsprechend kalibriert. Das machst du auf jeden Fall bei der Erstinbetriebnahme deines Cube Controls Mercedes AMG Wheels. Bei dem Device Check for Update und dann seht ihr hier noch den Battery Status, hier über Bluetooth die Verbindung, in diesem Fall 78%, Rest Laufdauer Bluetooth Connected. Das war es auch schon wieder, Cube Controls Version CubeSat Version V1.20, und nach Belieben könnt ihr, wie auch bereits erwähnt, SimHub nutzen, um diese Buttons entsprechend zu nutzen, um Drehzahlblinken, Fahrzeug neben dir, Flaggensignale und so weiter aufs Lenkrad zu bringen. Bezüglich der Wheelbase, wir sind mit einer Moser R12 Wheelbase unterwegs, Review vor kurzem für euch hochgeladen, und hier kombiniert mit einem SimMagic Quick Release Adapter, der eben Energy Basis Quick Release auf diese Moser Racing Wheelbase draufpasst, und über diesen SimMagic Quick Release Adapter eben das Mercedes AMG Wheel von Cube Controls. Wir sind heute mit Assetto Corsa Kompetition unterwegs. Bei der Belegung der Buttons gibt es nichts Spannendes. Dieses Lenkrad wird erkannt als AC190, hier Up and Downshift. Hier habe ich die Traktionskontrolle draufgelegt und hier Force Feedback, Multiplier, Lenkrad, Moser R12 Base und Fanatec CSL Elite V2 Pedale sind am Start. Für diesen Test springen wir in den AMG Mercedes GT3 auf Spa-Francorchamps in der Trainingssession. Lasst mich jetzt kurz gucken beim Losfahren, wie es aussieht mit dem Force Feedback Multiplier. Ich hatte erst gestern den Kunden bei mir am Start, der hat den ziemlich stark runtergedreht. Der wollte sich mehr auf diese feinen Effekte konzentrieren, ohne wirklich Kraft aufzuwenden. Ich gehe jetzt mal hoch und stelle meine Base, die R12, jetzt auf 75% ungefähr. Gehen wir doch weiter hoch, um etwas kräftiger am Start zu sein, um zu gucken, wie sich dieses Lenkrad verhält, ob es da irgendwelche Nebengeräusche gibt oder ob alles okay geht. Noch etwas Motion dazu, dann bin ich etwas gewohnter unterwegs und dann kann es jetzt losgehen mit der Party. Was euch auf den ersten Metern auffällt, wenn ihr dieses Lenkrad am Start habt, in den Händen hält, ihr habt ein extrem breites, ein extrem großes Lenkrad hier in Händen. Das fühlt sich sehr wuchtig an, sehr, wie soll ich das jetzt sagen, verglichen mit diesen kleinen, beispielsweise Formula Wheels mit 27 cm Durchmesser, fühlt sich dies hier sehr erwachsen, sehr breit, sehr griffig eben an. Schwer jetzt zu beschreiben. Du hast jetzt nicht das Gefühl, mit so einem kleinen Formula Wheel unterwegs sein zu können, sondern in einem ausgewachsenen, sehr soliden GT-Wheel eben, so wie sich dies halt im echten Mercedes AMG Track Series anfühlt. Da bin ich drin gesessen für euch im Herbst 2022 auf der SimRacing Expo. Das heißt, beginnen wir gleich mit der Ergonomie nochmal, mit der ganzen Erreichbarkeit. Ergonomisch hast du eben eine entsprechend breite Armhaltung. Das heißt, von der Handhaltung bist du dann eben nicht so eng direkt zum Zentrum des Wheels und hast so einen Knick hier im Handgelenk, sondern bist schön breit und ergonomisch aufgestellt, und das ist klarerweise sehr langstreckentauglich. Die weitere Ergonomie, diese ganze Erreichbarkeit der Buttons, auch darüber haben wir bereits gesprochen, und hier im Rennstreckeneinsatz, du kannst diese Buttons ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen relativ gut erreichen. Hier oberseitig 1, 2 und hier den 7-Wegeschalter, das ist wunderbar erreichbar, das funktioniert prima. Hier dieser innenseitige Button, da musst du den Daumen etwas strecken, und die unterseitigen Buttons werden dann klarerweise durch den großen Lenkraddurchmesser schwerer erreichbar. Die entsprechenden Encoder hier in der Mitte, sinnvoll platziert in meinen Augen. Die LED-Beleuchtung ist gut sichtbar, nicht dezent, aber auch nicht zu überladen wie bei anderen Wheels. Ein Drehzahlband, das bietet dieses Lenkrad nicht. Da kannst du dir dann behelfen, wenn du über SimHub diverse Buttons belegt
die dann eben eine Drehzahl oder andere Funktionen, Flaggensignale dir wiedergibt. Die Shifter sind sehr gut erreichbar in meinen Augen, die liegen gut positioniert, um diese Shifter ich nehme hier den Mittelfinger und den Ringfinger, um die Shifter eben zu betätigen, und Daumen und Zeigefinger umfassen hier die Oberseite des Rims. Hier siehst du, du hast genügend Platz hier mit deinen Fingern, und so ein Lenkrad ist eben auch geschaffen, um mit großen Händen unterwegs sein zu können. Du wirst hier wunderbar Platz finden, um deine Finger entsprechend verstauen zu können. Vom Shiftergeräusch, das könnt ihr hier raushören, sehr knackiges, sehr lautes Shiftergeräusch. Das heißt, hier könntet ihr in hellhörigen Wohnungen Probleme haben, beziehungsweise ist diese Shiftermechanik nicht dafür geschaffen, wenn jemand neben dir in Ruhe Fernsehen gucken möchte. Das gilt es auf jeden Fall hier zu bedenken. In Sachen Rennstrecken-Performance gibt es nichts Spannendes. Du hast eine perfekte Verbindung zwischen Wheelbase und Quick Release und dem entsprechenden Hub, wenn du diesen noch zusätzlich ordnen willst. Und wenn du jetzt über diese Curbs bretterst, kannst du so feine Resonanzen hören. Die kommen aber nicht vom Wheel direkt, sondern die werden dann über diese Simetic X2 Rig direkt übertragen. Absolute Spielfreiheit der Verbindung, das heißt jegliche Effekte, hier Assetto Corsa Competizione, diese Curbs eben entsprechend, feine Effekte hier über die Kanalgitter, all das bildet die Moser R12 Wheelbase wunderbar ab, und genau dies kommt so an deinem Lenkrad dann an. Was gibt es jetzt noch von dem Lenkrad zu berichten? Du hast ein Understatement Wheel, hier ohne Gimmicks am Start, so würde ich dieses Mercedes AMG Wheel von Cube Controls bezeichnen. Ohne Spielereien, alles sinnvoll platziert. Du kannst dir entsprechend deine Buttons mit diesen Stickern bekleben. Die Thumb-Encoder sind wunderbar erreichbar, sehr knackig, haben knackiges Einrastfeedback, sehr klar, sehr differenziert. Über die Schaltmechanik haben wir bereits gesprochen. Ja. Und ich würde sagen, ich drehe diese Runde noch fertig und dann fassen wir alle Aspekte zusammen. Ich melde mich in Kürze wieder bei euch. Zurück vom Rig kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale, positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 12, die negativen Aspekte. Hier bleiben für mich die bei vielen Lenkrad-Reviews erwähnten negativen Aspekte der fehlenden Materialauswahl der Griffflächen. Ich habe damals auf der Expo über diesen Punkt bereits mit Cube Controls gesprochen. Mal sehen, ob es zukünftig mehr Flexibilität geben wird. Zweiter negativer Aspekt ist die fehlende Möglichkeit, analoge Pedals oder oberseitige Pedals nachrüsten zu können. Kapitel Nummer 13, die neutralen Aspekte. Den Preis stufe ich neutral ein. Ihr seid mit Lenkrädern dieser Klasse im absoluten High-End-Bereich gelandet, und hier gibt es keine Schnäppchen, egal von welchem Anbieter, abzustauben. In Sachen Kompatibilität hoffe ich zukünftig auf die Zusammenarbeit von Lenkrad- und Wheelbase-Anbietern in Sachen passender Schnittstellen, wie dies EasyTech bereits auf der SimRacing Expo 2022 kommuniziert hat. Kapitel Nummer 14, positive Aspekte. Sehr hochwertiger Einsatz von Materialien wie Carbon und Metall in entsprechender Stärke, Ausführung, die maßgeblich sind für den verwindungsfreien Betrieb auf der Rennstrecke, ist ein absolut positiver Aspekt. Die Schaltmechanik der Pedals ist großartig gelagert und sehr wertig, sehr knackig ausgeführt. Der Einsatz von 4 mm dicken Carbon-Pedals ist vorbildlich, und hier setzt sich Cube Controls von den meisten Mitbewerbern in Sachen Materialstärke deutlich ab. Sämtliche Bedienelemente lassen sich ohne störende Knarzgeräusche bedienen. Die Lenkradform, diese Butterfly-Form, bietet zwischen den Oberschenkeln durch die Abflachung sehr viel Platz. Und der Lenkraddurchmesser von 32 cm ist in meinen Augen für den GT-Langstreckeneinsatz optimal gewählt. Die Entscheidung, gleich 2 7-Wege-Switches ans Lenkrad zu bringen, ist ein kluger Zug. Du hast extrem viele Eingabemöglichkeiten, auch in den Menüs. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Optik. Diese Wertung müsst ihr klarerweise subjektiv für euch selbst einordnen. Aber ich persönlich finde,
Auch dieses Cube Controls Lenkrad schön, zeitlos, Understatement Look, sehr edel. Ein ebenso positiver Aspekt ist die magnetische Verbindung zwischen Lenkrad und USB-Kabel verglichen mit den damaligen Schraublösungen. Und alternativ kann das Lenkrad drahtlos via Bluetooth betrieben werden. Mit einem externen Bluetooth-Adapter hatte ich keinerlei Probleme und merke keinen Unterschied, ob ich das Lenkrad kabelgebunden oder drahtlos im Einsatz habe. Ein ebenso positiver Punkt ist der modulare Ansatz. Da man das Wheel auch in der Grundausstattung kaufen und somit Geld sparen kann, wenn dieser rot eloxierte Hub nicht benötigt wird. Und als letzter positiver Aspekt ist ganz objektiv betrachtet eine sehr hohe Performance in Sachen Stabilität gegeben, Rennstrecken-Performance. Wenn du ein Lenkrad ohne jeglichen Flex, ohne jegliche Verwindung, ohne jegliches Knarzen suchst, dann wirst du bei diesem Modell nichts zu kritisieren haben. Hier zahlt sich eben der hochmassive Materialeinsatz und das Metallgehäuse samt massivem Flansch aus. Kommen wir zu Kapitel Nummer 15, Fazit und die Kaufempfehlung. In Sachen Kaufempfehlung spricht Cube Controls Simracer, Simracerinnen an, die ein Lenkrad aus dem realen Motorsport an den eigenen Simulator bringen wollen. Und in diesem Punkt bin ich sehr froh, dass nun auch Mercedes-AMG mit an Bord ist. Dies unterstreicht die größer werdende Bedeutung des Simracing-Marktes, wenn solche Partnerschaften wie eben mit Mercedes-AMG geschlossen werden. Cube Controls setzt mit diesem Mercedes-AMG-Lenkrad ein Projekt um, welches trotz höchster qualitativer Anforderungen preislich noch im Rahmen bleibt. Wie damals beim F-Pro Review erwähnt, ist die Neukonstruktion des Kabelanschlusses prima gelungen und die umfangreichen Eingabemöglichkeiten, unter anderem durch die 7-Wegeschalter, gefallen mir sehr gut. Gleiches gilt auch für die Einbindung von SimHub, die viele Möglichkeiten erlaubt. Ergonomisch gesehen gibt es nichts zu bemängeln, wenn man an den großen Lenkraddurchmesser denkt. Alles ist dort platziert, wo man es im Renneinsatz, im echten Auto eben auch haben möchte. In Sachen Materialauswahl und Verarbeitung bekommt man das geboten, was der optische Eindruck vermittelt. Dies schlägt sich in einer sehr massiven und verwindungsfreien Bauweise nieder, die man dann im Rennstreckenbetrieb äußerst positiv wahrnimmt. Dazu kommen zahlreiche Eingabemöglichkeiten ans Lenkrad, Encoder in der Mitte, Thumb-Encoder und so weiter, mit denen die meisten Anwender ihr Auslangen finden werden und somit auf Buttonboxes verzichten können. Vor dem Ausblick seid nun ihr am Zug. Postet bitte in den Kommentaren unterhalb dieses Videos mit rein, was ihr vom Cube Controls Mercedes-AMG Lenkrad haltet und ob ein solches Wheel für euch in Frage kommen würde oder eher nicht. Kommen wir zu einem spannenden Ausblick. In den nächsten Wochen wird es Reviews rund um Moza Racing geben. Ich bemühe mich gerade um das R3 Bundle und auch Camus, da soll es einiges in meinem Kanal geben. Neue Pedale sollten auf dem Weg zu mir sein und ein neues Rig wird in meinem Testcenter Platz finden. Willst du Simracing live erleben und Beratung von mir in Anspruch nehmen, dann heißt das Motto buchen und besuchen und ich freue mich, dich in meinem Simracing Testcenter in Salzburg begrüßen zu dürfen. Der Simracing Expo 2023 Besuch ist ebenso geplant. Stay tuned und bitte abonniere meinen Kanal, wenn du dies noch nicht gemacht hast. Wie du mich unterstützen kannst, das findest du unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Es macht wie immer Spaß, mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße, ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Es warten spannende Projekte auf uns, euer Ron.